A Long Way Down ist ein Mix aus einem Dungeon Crawler und einem Deckbuilding-Kartenspiel mit ein wenig Brettspiel und Roguelike-Elementen und ganz viel Rundenstrategie. Falls sich das für dich interessant anhört, dann bist du genau richtig hier. Falls du mit den Begriffen jetzt nichts anfangen konntest, ich werde das gleich noch genauer erklären. Moin moin, ich bin der Zapp. Ich stelle hier A Long Way Down vor und zeige dir, um was es geht, wie es sich spielt und gebe dir alle Infos, die du brauchst, um entscheiden zu können, ob dieses Spiel etwas für dich ist oder nicht. Am Ende gibt es auch eine Wertung, aber mit allen Infos aus diesem Beitrag kannst du dir dann einigermaßen selbst eine Meinung bilden. Entwickler und Story. A Long Way Down ist ein neues Spiel von einem kleinen französischen Indie-Team namens Synapsis Studio. Es wird von Goblins Studios gepublished, eine ebenfalls noch eher kleinere Firma. Also haben wir es hier mit einem 100% Indie-Game zu tun, was aber nicht heißt, dass es deswegen kein gutes Spiel sein könnte. In A Long Way Down spielen wir Sam, einen Hexer, der vor kurzem auf mysteriöse Weise verstarb. Aber seine Seele ist nun im Limbus in einer Nebensphäre gefangen. Er wird von einem Medium geführt, das gerade seinen Leichnam präpariert und die mit Geistern, wie wir jetzt einer sind, sprechen kann. Scheinbar ist diese Nebenhölle ein Labyrinth und unsere Bekannte besorgt uns ein paar Waffen in Form von Spielkarten. Mit diesen können wir vielleicht die Monster im Labyrinth besiegen, aber dann zeigt sich ein ominöser Dungeon Master, der sich beschwert, dass ihm seine Karten gestohlen wurden und er verspricht, dass wir hier nicht so schnell entkommen werden. Early Access und Release. Das Spiel wird am 16. Januar auf Steam in den Early Access gehen. Der Preis wird erst noch bekannt gegeben, aber ich schätze, er wird nicht über 20 € liegen. Es ist auch eine Version für Nintendo Switch geplant. Ob es dann auch noch Versionen für PlayStation 4 und Xbox One geben wird, ist noch nicht bekannt. Ebenfalls unbekannt ist, wie lange die Early Access Phase dann dauern wird. Early Access bedeutet natürlich, dass das Spiel noch nicht 100%ig fertig ist. Um da vorwegzugreifen, ich denke, da geht es vor allem auch um Balancing in diesem Spiel, denn die Bugseite sieht jetzt schon sehr positiv aus, aber dazu später mehr. Damit können aber auch Spieler, die jetzt einsteigen, mit Feedback an die Entwickler die Weiterentwicklung beeinflussen und ihre Meinung beisteuern, falls gewünscht. Spieltyp. Was für ein Spiel ist A Long Way Down? A Long Way Down mischt allerlei Genres miteinander. Zum einen sind da zufallsgenerierte Dungeons, durch die wir uns durchkämpfen müssen. Sie bestehen aus im Limbus schwebenden Plattformen. Diese haben allerdings eine Menge Lücken in den Wegen. Hier kommt dann eine Brettspielkomponente ins Spiel. In jeder Runde können wir aus einer Auswahl von Dungeon-Bauteilen diese Lücken schließen oder neue auftun, damit eventuell Monster uns nicht mehr verfolgen können. Es gibt dabei auch viele Spezialkarten, dazu später mehr. Wenn wir dann so durchs Dungeon vorwärts reisen, stoßen wir auf zahlreiche Monster, die wir in rundenbasierten Taktikkämpfen besiegen können. Dafür stehen uns verschiedene Zauber und Skills zur Verfügung, die wir durch Spielkarten, aber auch durch Ausrüstung bekommen. Und unser Ziel ist es, das unterste Dungeon zu erreichen, wo der finstere Dungeon Master auf uns wartet. Ihn gilt es zu finden und zu besiegen, um unsere gefangene Seele wieder frei zu bekommen. Technik, Grafik, Sound. A Long Way Down wurde mit der Unity Engine erstellt. Dies ist schon mal eine stabile Basis, was sich auch positiv aufs Spiel auswirkt. Denn in der gesamten Testzeit ist mir das Spiel nicht einmal abgestürzt. Es hat nichts geruckelt oder anderweitig technisch unfertig gewirkt. Ein paar deutsche Texte waren zu lang für ihre Textfelder. Wo wir gerade von deutschen Texten reden. Das Spiel ist in zahlreiche Sprachen übersetzt und zumindest die deutsche Textübersetzung ist enorm stark. Korrekt und nahezu vollständig. Selten habe ich ein Nicht-AAA-Spiel aus dem Ausland gesehen, das eine dermaßen gute Übersetzung hatte. Sprachausgabe gibt es bei A Long Way Down zumindest bisher noch nicht. Alle Storygespräche werden in Dialogszenen dargestellt, wobei der Text am unteren Bildschirmrand steht und man eine Taste drücken muss, wenn man fertig gelesen hat. Ich halte es aber für möglich, dass es vielleicht im Laufe der Early Access Phase noch eine Sprachausgabe geben könnte. Ich würde es begrüßen. Die Musikstücke des Spiels sind mit hochwertigen Samples erstellt und erinnern auch nicht so sehr negativ an Fahrstuhlmusik. Allerdings ist mir schon aufgefallen, dass der Komponist hier sehr stark mit Copy und Paste gearbeitet hat. Und dadurch hören sich die wenigen Stücke, jeder für sich, auch noch recht stark wiederholend an. Und es gibt auch noch nicht sehr viele davon. Hier könnte das Spiel auch noch Verbesserung vertragen. Gameplay Dungeons. Das Spiel ist in Level, Maps oder Karten unterteilt, wie man das jetzt nennen mag.
Diese Karten geben einem bestimmte Aufgaben vor, wie zum Beispiel erreiche das Portal am Ende oder besiege den fürchterlichen Boss in der Mitte. Es gibt auch oft noch Nebenmissionen, für die man beim Erreichen des Questziels extra Belohnungen bekommt, aber wenn sie fehlschlagen, macht das nichts aus. Diese Karten sind übrigens prozedural erzeugt oder einfacher ausgedrückt zufallsgeneriert nach bestimmten Vorgaben. Damit ist jedes Replay einer Map immer etwas anders. Der Ablauf im Dungeon ist in Runden unterteilt. In einer Runde können wir einige Felder weit gehen, aus einer ausgewürfelten Auswahl an Dungeon-Bauteilen etwas auswählen und damit das Dungeon umbauen, Lücken schließen, Monstern Wege versperren, indem wir Bauteile entfernen oder verdrehen und manche andere Specials. Wie viele Teile und Bewegungen wir machen können, wird unten rechts angezeigt. Und auch die Bewegungsreichweite wird gleich auf dem Dungeon-Boden mit Markierungen versehen. Haben wir unsere Möglichkeiten verbraucht oder drücken den Runde-Beenden-Knopf, sind die Monster und der Dungeon Master an der Reihe. Die Monster versuchen uns in den Hintern zu beißen, wenn sie an uns herankommen können. Und der Dungeon Master nimmt aus unserem Dungeon-Teilevorrat Bauteile und verteilt sie irgendwo im Dungeon. Hier kommt es oft zu Situationen, wo die Züge des Dungeon Masters uns ärgern. Er verdreht gern Teile in unserem Weg so, dass wir nicht mehr durchkommen, baut den Monstern neue Wege, uns zu jagen und zerstört Teile des Weges, die wir uns gerade erst frisch gebaut haben. In den Leveln gibt es neben vielen unterschiedlichen Monstern auch eine Auswahl an Spezialfeldern wie Teleporter, Schreine mit Sonderfunktionen oder ein Portal, wo wir den Level verlassen können, ohne unsere Ausrüstung zu verlieren. Denn wenn wir auf einer Map sterben, verlieren wir allen Loot, den wir bisher gefunden haben. Während man in der Karte unterwegs ist, kann man zwar ins Inventory reinschauen, man darf aber dieses vorbereitete Setup nicht in der Map ändern, außer an einem bestimmten Schrein, der aber oft sehr gut verborgen ist. Wenn man eine Karte geschafft hat, kommt man in einen Zwischenraum, wo man seine Ausrüstung und Karten anpassen, aufwerten oder auch neu craften kann. Gameplay, Charakter, Ausrüstung und Spielkarten. Nun ist dieser kleine Zwischenraum im Limbus optisch zwar recht winzig, bietet aber die eigentlichen taktischen Entscheidungen. Denn hier können wir unsere Ausrüstung austauschen und unser Kartendeck unseren Wünschen anpassen. Unser Charakter hat keine Charakterklasse. Ob er mehr haltbar, auf Damage getrimmt oder taktisch ausgewogen ist, bestimmen wir mit seinem Equip, das wir in seine 5 Ausrüstungsslots stecken. Dadurch verändern sich seine 6 Grundwerte Gesundheit, Macht, Abwehr, Crit-Chance, Crit-Stärke und Bewegung. Zusätzlich haben die meisten Items dann auch noch Zauber integriert, die wir in Kämpfen genau wie die Spielkarten benutzen können. Apropos Spielkarten. Nach wenigen Stunden Spielzeit habe ich bereits 25 verschiedene Spielkarten sammeln können, aber die passen natürlich nicht alle ins Kartendeck. Denn neben den 4 möglichen Zaubern von der Rüstung und der Standardattacke unserer Waffe haben wir nur Platz für 15 Zauberkarten. Hier müssen wir also reichlich rumtüfteln, welche Skills und Zauber wir mitnehmen möchten. Und dies prägt natürlich auch sehr stark, wie unser Charakter sich später im Kampf schlägt. Und weil das noch nicht komplex genug ist, können wir die Ausrüstung und Karten auch noch verbessern. Gameplay, Upgrades und Crafting. Im Limbus Ruheraum haben wir Zugriff auf das Upgrade- und Crafting-Interface. Spielkarten wie auch Ausrüstung, die wir nicht brauchen oder sehr oft haben, können wir zerlegen und bekommen dafür Staub. Mit diesem Staub wiederum können wir dann Karten aufwerten oder Kopien von vorhandenen Karten und Items erzeugen. Und bei manchen Quests bekommen wir als Belohnung Rezepte. Diese Baupläne werden uns die Möglichkeit eröffnen, mehrere Karten zu einer besseren Karte zu verschmelzen oder Ausrüstungsgegenstände herzustellen, die es so nicht zu finden gibt. Gameplay, Begleiter oder Companions. In den Kämpfen können uns bis zu 3 Gegner gleichzeitig gegenüberstehen. Damit dies im späteren Verlauf des Spiels etwas besser zu überleben ist, gibt es noch Begleiter, die wir finden können. Hier habe ich bisher den römischen Krieger Marcus und die etwas eitle Magierin Nephi getroffen. Momentan sind diese 2 wohl die einzigen Begleiter. Ob es später noch weitere Companions geben wird, ist mir noch nicht bekannt. Aber eine Erweiterung wäre sicher nicht so kompliziert. Diese Begleiter können wir ebenfalls mit eigener Ausrüstung ausstatten. Aber das Kartendeck erweitert sich dadurch nicht. Nur die Anzahl der Aktionen in einer Kampfrunde wird dadurch erhöht. Und dann haben sie etwas andere Grundausrichtungen. So kann Marcus mit Standardattacken fester zuschlagen, während Nephi bei vielen Zaubern einen Bonus bekommt. Zustand des Spiels. A Long Way Down hat mich sehr überrascht, denn für einen Titel, der gerade erst in den Early Access geht, findet man hier nahezu keine Bugs. Abstürze sind mir gar nicht begegnet und auch Platzhalter oder fehlende Übersetzungen gab es nur extrem selten. Hier kann das Spiel bereits jetzt eine starke Seite zeigen.
Vor allem beim Balancing muss noch gearbeitet werden. Die Kampagne beginnt mit einem sanften Tutorial, auch danach in der zweiten Welt geht dies mit einem fordernden, aber fairen Schwierigkeitsgrad weiter. Der dritte Level der zweiten Welt jedoch hat sich für mich als Blocker erwiesen. Auch nach 5 Anläufen ist es mir nicht gelungen, auch nur in die Nähe des Levelendes zu kommen. Entsprechendes Feedback von mir ist bereits bei den Entwicklern gelandet. Ich hoffe, dass sie vielleicht ein paar Dinge bis zum Release noch ausbessern können. Meinung und Fazit. Ich bin eigentlich kein Kartenspieler. Spiele wie Hearthstone, Gwent oder ähnliches haben mich jetzt noch nicht so in ihren Bann ziehen können. Der Mix aus Kartenspiel, Dungeon Crawler, RPG und Brettspiel in A Long Way Down hat mich aber sofort eingesaugt und mir eine Menge Spaß gemacht. Die taktische Tiefe sowohl beim Durchlaufen der Level wie auch beim Tuning von Ausrüstung und Kartendeck haben mich schon sehr begeistert. Umso frustrierter war ich dann, dass ich nicht weiterspielen konnte, weil der 6. Level mir jetzt noch keinen Weg aufgezeigt hat, wie ich ihn schaffen könnte. Ich vermute, dass dies schnell repariert werden wird. Aber dadurch ist es mir momentan auch nicht möglich, den Umfang des Spiels richtig zu bewerten, da ich das Ende noch nicht erreichen konnte. Ich habe Screens von mindestens 5 verschiedenen Grafiksets für Dungeon-Bauteile gesehen. Jede Welt hat 3 Level pro Grafikset, also gehe ich davon aus, dass das Spiel als allerunterstes Minimum 15 Level hat. Ein Level dauert zwischen 20 und 60 Minuten, Tendenz eher steigend, also schätze ich, dass der Spielumfang mehr als 10 Stunden sein wird. Aber eine verlässliche Aussage dazu kann ich halt bisher nicht treffen. Der Sound des Spiels ist neben dem bereits kritisierten Balancing noch die schwächere Seite. Beide Bereiche brauchen noch dringende Aufmerksamkeit der Entwickler, wenn man einen richtigen Indie-Hit daraus machen möchte. Davon ab ist A Long Way Down bereits jetzt ein gut spielbares Spiel und mit etwas Tuning und Feinschliff kann daraus eine echte Perle werden. Wertung. Da leider bisher kein Preis bekannt ist, ich aber dieses Review beenden muss, da es sonst noch eine ganze Woche warten muss, gehe ich jetzt einfach mal davon aus, dass das Spiel weniger als 20 € kosten wird. Denn zum einen hat der Publisher Goblins Studio bisher alle seine Spiele zwischen 10 und 18 € angesiedelt und da das Spiel in den Early Access geht, wird man keinen extremen Preis dafür verlangen. Da bin ich mir recht sicher. Ich nehme für meine Wertung jetzt einen Preis von 15 € an. Wenn der tatsächliche Preis höher oder tiefer liegen sollte, wird dies die Wertung um ein paar Prozente nach oben oder unten verändern, aber nicht dramatisch. Nur wenn er über 20 € liegen sollte, dann würde dies einen massiven Punktabzug bringen. Unter dieser Voraussetzung möchte ich dem Spiel in seiner jetzigen Form eine 85% Grundwertung geben. Es bräuchte sehr viele Level und dadurch massive Spielzeit, eventuell mehr verschiedene Spielvarianten und vor allem eine Sprachausgabe, um diese Wertung noch weiter nach oben zu schieben. Für Mängel im Balancing ziehe ich 5% ab. Ich bin mir sicher, dass diese aber bald behoben sein werden. Dazu bitte einfach auf Steam die Patchnotes verfolgen. Ihr könnt sonst auch gerne in den Kommentaren mal nachfragen, wie es sich weiterentwickelt hat. Ich werde dann auch gern später für euch mal nachschauen, wie es dann aktuell ausschaut. Als Ergebnis gibt es dann eine sehr gute 80% Wertung für A Long Way Down. Ich kann es eigentlich jedem Strategie- und Rundenstrategiefreund empfehlen. Auch Rollenspieler, die gern mal ein Dungeon leer räumen und etwas Anspruch ans Köpfchen dabei nicht verachten, werden hier Spaß finden. Ich würde mich freuen, wenn du mir deine Meinung zum Spiel schreibst und wir vielleicht gemeinsam diskutieren können, was gut oder schlecht am Spiel ist. Schau gerne mal auf zapzock.de vorbei für mehr Reviews und Spiele-News. Abo-Knopf und Daumen dürfen gedrückt werden. Dann wünsche ich dir einen tollen Tag, lass es dir gut gehen. Ciao, ciao, dein Zap.